So, gut. Dann gehen wir jetzt in 8 most disturbing things caught on doorbell camera footage. In April 2021, a woman named Shayla Bryan and her husband were inside their home in North Carolina when their 13-year-old son went outside to walk their dog. As soon as he walked out the door, the Ring camera footage captured a suspicious silver BMW stop in front of the family's front lawn, after which a strange man got out of the vehicle and approached the teenager. Ich habe Angst um den Hund, ne? Auch Angst um den Jungen, aber auch Angst um den Hund. In dem Moment, weißt du, wo nachts ein Wagen langsam fährt, anhält, jemand aussteigt, an seiner Stelle renn rein. Renn rein. Egal, selbst wenn das eine Person ist. Ich habe auch immer damals gelernt, ne, wenn ihr Kinder seid und jemand fragt euch, oh, kannst du mir mal sagen, wo es lang geht? Ich habe mich verfahren, ne? Ignoriert es. Es ist nicht eure Aufgabe als Kind, euch damit auseinanderzusetzen. Without even introducing himself, the man asked the boy if he lives in the neighborhood. According to the teenager's mother, she and her husband had taught their son about stranger danger multiple times in the past, but on this particular occasion, the boy appeared to freeze up out of fear. What's most disturbing about the recording is that the man didn't waste a split second to get out of the car and talk to the boy, which suggests he was either prowling around the neighborhood. Was halt auch eine extrem seltsame Aussage ist, einfach so mitten in der Nacht. Ne? Ich gehe mal davon aus, er wollte nicht plaudern. Er ist jetzt nicht so, und wie lange lebst du hier? Weil er einfach abends einsam war und ein bisschen reden wollte. Das ist bei uns eine ganz beliebte Masche. Dann fragen die nämlich, ob man einsteigen möchte und zeigen, wo es ist. Ah ja, also, ne, wie gesagt, wenn man ein Kind ist, man sollte auch seinen Kindern immer erzählen, welche Gefahren es gibt. Durch Leute, die halt, ne, einen versuchen mitzunehmen, die einen versuchen zu belabern. Es ist immer ganz wichtig, dass man darüber warnt. Auch wenn es in Deutschland nicht so schlimm ist mit Entführungen wie in anderen Ländern, aber auch hier gibt es das. Neighborhood waiting for someone to step out of their house, or he was very familiar with the Bryant family's routine and was specifically targeting the boy. Fortunately, the teenager's father was able to intervene before anything could happen. Oh, der Vater ist bereit, auf die Fresse zu hauen. Mit dem Vater würde ich mich nicht anlegen wollen. Der Vater sieht jetzt schon hammerbedrohlich aus. Kommt da raus im Tanktop, die Fäuste geballt, der Boy ist bereit, der Vater ist bereit zum Prügeln. Daddy ist draußen. Also ich gehe mal, er hat ja eben gesagt, die Vermutung geäußert, dass entweder ist dieser Typ, der da aus dem Auto gestiegen war, einfach nur random rumgefahren und hat geguckt, ob er jemanden findet, oder er hat diese Familie länger gestalkt und gewartet, bis der Sohn das Haus verlässt. Wenn ich jetzt den Vater sehe, ne, dann würde ich nicht vermuten, dass er dieses Haus gestalkt hat, weil wenn ich er wäre, würde ich nicht bei diesem Haus anhalten, wenn das der Vater ist. What you got to ask my son? Oh, I was wondering about the airplane noise. Talking to my son and he ain't got no adult out here. That's kind of creepy. When the boy's father confronts him, the stranger is forced to think quickly on his feet and blurts out that Ich wollte den Jungen nach den Flugzeugen fragen. Laut, ne? Völlig normales Gespräch. Völlig normales Gespräch, das man halt so führt, ne? Ich wollte nur nachts den Jungen fragen, was er zu der Lautstärke der Flugzeuge in dieser Gegend sagt. Völlig normal. Sollte man unbedingt nachts einen 13-Jährigen fragen. Als Kind hielt bei mir auch ein Auto und meinte, meine Mutter liegt im Krankenhaus, hatte gefragt, wie meine Mutter heißt. Als er gestresst hat, bin ich weggerannt. Ja, das ist auch so eine Masche, die ganz oft machen. Oder dass sie zum Spielplatz gehen und sagen, hey, ich kenne deine Mutter. Sie hat gesagt, ich soll dich nach Hause bringen. Ne? Immer Kindern vor solchen Maschen warnen. Dass sie niemals, egal was fremde Leute sagen, ne, niemals irgendwie tun. Also, dass sie mitgehen. That he was wondering about the airplane noise in the area. Obviously, it doesn't make a lot of sense to be driving around a random neighborhood waiting for a 13-year-old kid to walk out of his house just to ask him a question like that, and the father doesn't appear to buy the story for a second. Shayla Bryant, the boy's mother, mentioned she remained apprehensive after the incident, especially since it was never confirmed what exactly the man was planning to do. The suspect drove off soon after and was never seen again. On July 15th, wäre dieser Typ aus dem Auto nur ein paar Schritte näher gegangen, wäre der nur ein paar Schritte näher an das Kind gegangen, der hätte sich so eine gefangen. Das hätte so gescheppert, weil ich glaube, der Vater ist halt rausgekommen, der Vater war bereit.
Ne? Hätte er auch nur irgendwas versucht gehabt, bevor der Vater rauskommt, da hätte er aber so krass weggescheppert worden. 2022, a TikToker uploaded this chilling footage of an unexpected visit to her home while she was gone. In it, a disturbing voice can be heard asking to be let in at her house's back door. The person repeats the words, "Let me in," as they scratch and knock on the back door. The eerie quality of the voice, coupled with the fact that nobody... Das ist halt tatsächlich, wie gesagt, ne, wir haben schon viele Geistervideos und sonst was geguckt. Menschen sind halt fucking gruseliger als Geister. Stellt euch das mal vor, ihr geht so nachts, wollt ihr euch noch ein Glas Wasser holen aus der Küche, geht in die Küche und ihr hört an der Tür, "Let me in." Einfach weil da so ein fucking Junkie oder so ist. can be seen on screen led a lot of viewers to come up with different theories as to who may have been at the door. During the entire video, a human shadow can be easily made out in the bottom right-hand corner of the screen, but the person themselves never walks in front of the camera. Some viewers suggested this alludes to the footage being staged. Others, however, think that someone with malicious intent could be targeting her house and urge the user to be careful. Klar kann das gefaked sein, nachgemacht sein für ein gruseliges Video, aber das ist halt absolut glaubhaft. Selbst wenn dieses Video nicht echt ist, sowas ist halt absolut glaubhaft. Wir haben schon Videos gesehen, wo Leute so gruselige Dinge gemacht haben. Es gibt einfach viele Leute, die halt entweder psychische Probleme haben oder drauf sind auf sonst welchen Substanzen und dann solche Dinge machen. Das ist ja auch vor allem, in Amerika gibt es ja sehr viele Leute, noch mehr Junkies als hier. Und stellt euch das mal vor, das sind Leute, die nehmen irgendwelche Substanzen und kriegen dann Wahnvorstellungen. Wir hatten jetzt zum Beispiel mal einmal den Fall, wo jemand das Haus der Nachbarn anzünden wollte, weil er sich sicher war, dass ein Geist dort lebt. Es gibt halt so kranke Leute. To this day, it hasn't been confirmed what exactly this footage shows, and no further updates have been made by the TikTok user. In August 2019, a security camera inside a home in Troy, Michigan captured a suspicious man walking up the stairs and looking around the house. Based on his body language, it doesn't look like he knows his way around the home, and that's because he broke in. Although the next part of the incident wasn't caught on camera, a few seconds after walking up the stairs, the man walked into the homeowner's bedroom, where he found her sleeping. Disturbingly, the woman reported that she woke up screaming to the man standing over her bed. The intruder immediately ran out of the house, but even with the footage, police were left with no leads on who this could have been or how he had gotten in. It wasn't until 2 months later in October of that year that the same man was once again captured on camera in another home in Rochester Hills, Michigan. Stellt euch das mal vor, ihr wacht nachts auf und da steht ein Typ oder wer auch immer einfach neben eurem Bett und guckt euch an. Selbst wenn der, wenn er keine Waffen oder so dabei hat, wie fucking gruselig das ist. In this incident, the man can be seen climbing onto the hot tub and peering through the window for a few seconds before walking away. Although the incident was also reported by this homeowner, the man continued to dodge the police for several months after that. Then, in January 2020, the man made yet another appearance in the area. In this instance, he peered through the kitchen window of a house in Bloomfield Township and hid behind a tree, after which the homeowner received a notification from his home security camera alerting him to the stranger's presence. Even though the first part of the incident wasn't caught on camera, footage of the man walking along the side of the house was later released. Wir haben jetzt, tut mir leid, so viel stoppe. Wir haben jetzt aber ja noch nicht gehört, dass dieser Mann Dinge klaut, oder? Oder wurde das erwähnt? Wurde erwähnt, dass er Dinge klaut, oder geht es wirklich darum, bricht er wirklich ein in Häuser einfach wegen dem Thrill? Weil das Aufregung und den Kick gibt oder so? Habe ich nicht gehört? Nee, ich habe auch nicht mitgekriegt, dass er Sachen klaut. Weil es gibt ja auch so Leute, die machen das einfach, weil sie diese Aufregung lieben oder so. Es muss ja gar kein Dieb sein direkt. Das kann auch einfach jemand sein, der halt so krank ist und darauf steht, diese Nervosität zu spüren, dass man erwischt werden kann oder so. Adrenalin, ja, kann sein. Once again, the intruder evaded the authorities, and it wasn't until a few days later that the police finally made a break in the case.
In February 2020, the same man was seen by a cop running from a residential yard in Bloomfield Township in the same neighborhood as the last time he was captured on video. This time he was arrested, issued a citation and a restraining order, and forced to wear a GPS tether until his court date. The man was identified as 27-year-old Donovan Johnson, and it was later revealed that he worked as a bankruptcy attorney. After he was put in jail and released on bond, there were no further updates on the case. But if he was convicted, it's likely he's still serving time to this day. Ich glaube nicht, dass er was geklaut hat. Vor allem hat er auch einen Job. Insolvenzanwalt klingt jetzt erstmal nicht nach einem Job, wo du wenig Geld verdienst. Ich könnte mir vorstellen, dass er es wirklich einfach nur gemacht hat wegen der Aufregung, wegen dem Adrenalin. Das ist halt auch krank. In September 2018. Vor allem manche Leute, das gibt es ja tatsächlich, dass Leute das machen und andere kriegen dann nicht mal mit, dass bei ihnen jemand eingebrochen wurde. Weil, ne, wenn die Leute eine offene Tür finden oder ein offenes Fenster, gehen sie rein, gehen sie raus und ihr wisst nie, ob jemand bei euch drinne war. Ne, das müsst ihr mal denken. Ihr könnt nicht wissen, was nachts vor sich geht. A man named Jeff Knoll uploaded a disturbing video to his channel, which he titled, "Man Trying to Enter My Home in the Middle of the Night." In it, a creepy man can be seen approaching the front door of a home and seemingly attempting to find a way in. Tut nichts zur Sache, aber ein schöner Ausblick, glaube ich, da ist so eine Stadt. At first, the break-in seems pretty non-threatening, but a few seconds later, the man begins pulling on the doorknob and talking to himself. Der ist drauf, oder? Ja, der ist doch drauf. Stell euch mal vor, das seht ihr nachts. Das seht ihr nachts, wenn ihr auf euer Handy guckt, weil es eine Bewegung gab, die gemessen wurde. Nö, der ist nicht drauf, der ist ganz normal. Some of what he says you can somewhat make out, but most of it is unclear. Before the man can go any further with his break-in attempt, the homeowner calls out from a window and threatens to call the police. Okay, I'll just go to a fried dog, fight him. Whoa. You don't have to get all like that and stuff, honey. You know, we could be friends. Ich habe in ihrer Kamera nur meinen Hund gesucht. Ich wollte nichts Böses. Ich habe nur meinen Hund gesucht, während ich mit dem Auge versucht habe, ihre Kameralinse zu küssen. Almost laughable excuse, saying he was just looking for his dog Fido. He then tells the woman that they could be friends before walking off into the night. The man was never seen again by the uploader, and they still have no idea what his intentions were if he had gotten into the house. This terrifying footage was captured in April 2023 in Connecticut. At 9:30 a.m., a man was recorded walking up the front door of a house wearing an orange vest and holding a package in his hand. As soon as the homeowner opens the door, things get disturbing pretty quickly. To make himself seem more genuine, the man pretends to read an address on the package as the homeowner makes his way to the door. But little did he know, the man wasn't there to deliver a package. Das kannst du doch nicht wissen, dass der nicht, ne? This is for you. Gott, der hat aber verdammt schnell aufgegeben. Ich gehe mal davon aus, in seiner Hand das Zensierte war eine Waffe. Er wurde einfach geschubst, er war so. Gut, dann gehe ich. Wenn ich hier nicht willkommen bin, ne, dann bin ich auch weg. In an attempt to confuse the... Der Typ habt ihr es mitgekriegt? Der Typ im Haus hatte zwei Probleme, weil dadurch, dass die Tür jetzt offen war,
ist eine Eule in sein Wohnzimmer geflogen. Die kann man im Hintergrund hören. In an attempt to confuse the homeowner, the man tries to give him the package, but when the owner hesitates, the suspect immediately pulls out a weapon and tries to back the owner into his house. Aber er hat ja nichts mehr dann versucht, However, the ne? homeowner pushes the man away before retreating into his home. After the armed man... Aber wahrscheinlich hat er ihn rausgeschubst und dann die Tür schnell zugemacht. Die haben doch meistens so doppelte Türen, ne? So eine Fliegengittertür. Aber es ist keine Fliegengittertür, oder? Häufig haben die doch so eine Fliegengittertür und eine richtige Tür. Wahrscheinlich hat er ihn weggeschubst und die richtige Tür zugemacht und das ist nur die Fliegengittertür, die noch da ist. Deswegen ist er weggelaufen. Oder? Oder der Hausbesitzer hatte auch eine Waffe. Das stimmt. Das kann auch sein. ...and ran away. He was identified by police as 37-year-old Xavier Otero and was arrested... Stell dir vor, du musst ein Foto machen bei der Polizei. Als, ne? So ein Verbrecherfoto, ich weiß nicht genau, wie die heißen. Und das ist das Bild, was du rauskriegst. Ich glaube, du hast nicht so viele Möglichkeiten, dann ein Foto zu machen. Also, die sind nicht so, dass du sagst, oh, kann ich noch eins machen, aber. Was ist das für ein Bild? ...arrested at a family member's house in nearby Hartford, Connecticut. Otero was promptly charged with home invasion, threatening, criminal possession of a firearm, and criminal attempt to commit unlawful restraint. During the investigation, the cops learned about an alleged plot to take part in a home invasion, where the occupants of the home were going to be restrained with zip ties and robbed at gunpoint. The suspect also mentioned something about possibly invading a second home in Manchester, Connecticut. While executing a search and seizure warrant on the home where they found Otero, police said they found approximately 1.1 kilograms of drugs and other items commonly used in the operation of a drug factory. In the same room, the cops found a bag full of heavy-duty zip ties. Shortly after Otero's arrest, police also took the driver of the truck into custody and charged him with conspiracy to commit home invasion and conspiracy to commit unlawful restraint. A month after these arrests, a third suspect was taken into custody, where he was identified as the mastermind behind the operation and promptly sentenced to prison. As of now, all three suspects are still in jail. Sehr gut. Alle noch im Gefängnis. Sehr, sehr, sehr gut. And confusing footage was captured by a homeowner's Ring camera one night in August 2023 in an otherwise peaceful neighborhood in Bowling Green, Ohio. In the footage, a masked man can be seen ringing the doorbell and immediately running away. Initially, the incident appears to be a pretty lame ditch attempt, which almost every homeowner has been the victim of at some point or another. But looking closely at the footage, you'll notice the man never actually ran away. Das ist halt fucking gruselig. Ist das ein Klingelstreich, der nur extra gruselig sein soll? While the man stood in the middle of the street staring eerily at the door, the homeowner made his way down the stairs after being woken up by the sound of the doorbell. As soon as he saw this figure just eyeing him down in the middle of the street, he called the cops. The next day, Bowling Green police posted the video on Facebook, asking the man's neighbors to help identify the masked intruder. And it didn't take long for other residents of the area to complain that they had been through similar incidents in the days leading up to the uploading of the video. Following the incident, the man was never identified by police. His intentions are still unknown. Das ist halt fucking gruselig. Aber meint ihr, das war ein Klingelstreich? Oder glaubt ihr, der hatte was Böses vor? Es kann halt sein, dass der wirklich einfach nur so, ne, haha, Ding Dong, so ein bisschen Horrorclown-mäßig. Das waren ja auch erwachsene Leute, die einfach nur Jokes machen wollten, Leute verängstigen wollten. Könnte jemand sein, der psychische Probleme hat, oder tatsächlich jemand, der einfach nur einen sehr seltsamen Sinn für Humor hat. Und das ist fucking gruselig, wenn ihr so die Tür öffnet, ihr seht, hinten steht so eine Person, die euch einfach nur anstarrt mit einer Maske. On a rainy morning in 2020, a Ring camera captured a woman walking up to the front door of a house and ringing the doorbell repeatedly. Oh, hat sie den Mund offen. Die ist doch auch drauf, oder? Strangely, the woman keeps her mouth wide open almost the entire time. But it's unclear if this is due to the influence of drugs, or maybe if it's a symptom of potential illness. After a few seconds of waiting, the woman turns around and leaves. The fact that she can be seen apparently putting her fingers in her mouth as she turns to leave suggests that she might have been in pain, a theory that was echoed by several viewers in the Reddit thread where the clip was originally posted. Other viewers suggested the woman might have been sleepwalking as a result of some powerful sleep medication. But because the clip was captured at 6 AM, it's also possible that she had been wandering around all night.
However, it remains unclear if the woman was genuinely asking for help or if she was possibly planning. Also ich würde jetzt auf Drogen oder psychische Krankheiten... Oh, ist sie müde? Das ist ein kleiner Müdi. Ich würde halt auf psychische Krankheit oder Drogen wieder tippen. Ich weiß nicht genau, was die Idee ist, ob sie Schmerzen hat, dass sie Zahnschmerzen hat. Dann gut, das Gesundheitssystem in der USA ist mies. Aber was sollten denn die Nachbarn da tun, wenn sie da jetzt hingehen würde? Oder irgendwie 1000 Straßen weiter? Ich finde halt die Vorstellung, dass das Schlafwandeln ist. Ich habe noch nie gehört von Schlafwandlern, die sich Jacke und Co. angezogen haben, einen Regenschirm mitgenommen haben und dann von Haus zu Haus gegangen sind. Das klingt halt ein bisschen zu extrem für Schlafwandeln. Es gibt Gerüchte von Schlafwandlern, die aus dem Fenster gefallen sind, ja. Aber das ist natürlich viel, viel weniger, was sie tun mussten, als was sie jetzt alles getan hätte. Also Schlafwandeln finde ich überhaupt nicht wahrscheinlich. Ich würde halt auf psychisch krank oder Drogen tippen. Planning to do something else entirely. This footage was captured at around 1:35 p.m. on October 16, 2018 in Alberta, Canada. According to the homeowner, he received a motion alert from his Ring camera while he was at work. Because it was unusual for him to have visitors in the middle of the day, he immediately activated the live view feature, and that's when he saw this. At first, he mentioned how he didn't think there was anything strange going on, seeing how the visitor was dressed similarly to most utility and telecom workers in the area. But after the man began banging insistently on the door and peering through the window into the house, he immediately became suspicious. Das gerade aufzubrechen, oder was hat er da? Oh, ein Handschuh. Ah, mit einem Handschuh, damit keine Fingerabdrücke am Griff sind. After prying at the door with a glove to avoid leaving fingerprints, the man motions to his accomplice to come to the door, and that's when things get even more disturbing. Wenn er versucht, die Tür aufzubrechen, ne? Seine Komplex ist auf jeden Fall nicht gut da drin, sein Gesicht vor der Kamera zu verbergen. Der Boy kommt einfach angestratzt, glotzt mitten gerader Blick in die Kamera. Also dafür, dass die da versucht, dass sie mit einem Handschuh versuchen, keine Fingerabdrücke zu hinterlassen, ist auf jeden Fall gesichtstechnisch da überhaupt keine Vorsicht. Haben die keine Gegensprechanlage? In den Kameras, da würde ich ja sagen, verpisst euch. Get away from the door. Entfernen Sie sich vom begrenzten Bereich, ansonsten wird Gas freigesetzt. Das immer noch, ne? Ihr kennt das Video. Das immer noch einbauen wäre das Beste. Ganz ehrlich, auch in Amerika, ne? Keiner versteht Deutsch da vielleicht von denen. Aber stellt euch mal vor, die versuchen da gerade einzubrechen. Auf einmal kommt eine Stimme, die in einer Sprache, die sie nicht verstehen, sprechen. Verlassen Sie sofort den begrenzten Bereich, ansonsten wird Gas freigesetzt. Das muss hammergruselig sein. Ich hoffe, die wurden geschnappt. Also wenn die nicht geschnappt wurden, der eine Typ hat quasi ein perfektes Passfoto in die Kamera gemacht. While the man in the Yankees cap acts as a lookout, the man in the vest uses what appears to be a large screwdriver to violently pry the door open and break in. After managing to get the door partially open, the homeowner manages to activate the two-way talk function and makes his presence known. After the video was made public, the homeowner was interviewed by local police about the incident. The video was then posted to Facebook, where many neighbors and nearby residents claimed to know who the two men were. However, it was never confirmed that the two suspects were apprehended. Wie soll man nicht erkennen, wer das ist? Der kann das ausschneiden und als sein fucking Passfoto nehmen. Haben Sie ein Foto für den Führerschein? Wie wär's mit dieser Aufnahme? Kannst du verwenden? Die müssen doch erkannt haben. Zumindest er. Zumindest unser Freund hier müsste doch erkannt worden sein. Based on what was captured on video, the two men were most likely planning an armed robbery.
but with no further context, it's impossible to know if that's really what they had in mind or if they plan to do something worse. As of this upload, there have been no further updates on the incident. Kriminelle, also das ist so eine allgemeine Aussage, die man treffen kann. Kriminelle Hurensöhne. Einfach Hurensöhne. Kauft euch euren eigenen Scheiß, aber klaut keinen Scheiß. Na, zum Beispiel, was würde unsere gute Freundin dazu sagen? Schon lange im Bett liegen, aber das ist so eine tolle Idee. Ich hätte auch gerne den Rückruf für die Ahnen. Ganz genau, so machen wir das, meine Liebe. Wunderbar. Super, ich krieg gerade eine Gänsehaut Ne? auf. Genau, das glaube ich dir. Ja, ja, viele sagen, yes. Dann schließt bitte die Augen und tief durchatmen. Und für das Ahnenfeld der Seele, mit der ich bin verbunden, werden nun alle Energien zurückgerufen mit Hilfe der Erzengel. Und alles, was die Ahnen leer gesogen hat, kommt nun zu ihnen zurück. Und sie sind beschützt und in Sicherheit. So ist es. Ganz wundervoll. Oh ja, ganz vielen Dank. Gerne, mein Schatz, von ganzem Herzen. Ich segne dich von Herzen. Danke, Liebes. Danke. Tschüss. Alles Gute, tschüss. Oh, liebe Mit Hilfe der Erzengel! Als ob die Erzengel nichts Besseres zu tun haben. Als ob die fucking Erzengel nichts Besseres zu tun haben als das. Come on, du kannst mir doch nicht erzählen, dass die Erzengel dafür Zeit haben.